Unser neues Reiseabenteuer beginnt am Flughafen von Frankfurt, wo eine Lufthansa-Maschine schon für den Direktflug nach Hongkong, unserem ersten Etappenziel, bereitsteht. Nach einem Nachtflug erreichen wir die chinesische Sonderverwaltungszone aufgrund eines 6-stündigen Zeitzuschlags erst am späten Nachmittag des Folgetags. Von dem auf einer Insel außerhalb des Stadtgebiets gelegenen Flughafen erreicht man das Zentrum der bis 1997 zu Großbritannien gehörigen 7-Millionen-Stadt am schnellsten mit dem Airport Express. Unweit der Haltestelle im Zentrum von Hong Kong Island befindet sich unser ideal gelegenes Hotel. Kurz nachdem wir uns dort einquartiert haben, bricht schon wieder die Nacht herein und wir nutzen die verbleibende Zeit zu einer kurzen Orientierungsfahrt mit der Trambahn durch die beleuchteten Straßen. Am nächsten Morgen beginnt unsere Besichtigungstour, für die wir die Straßenbahn nutzen, um das von spektakulären Hochhäusern geprägte Finanzzentrum zu erreichen und uns anschließend nach einem Spaziergang durch den Hongkong Park mit einer Auffahrt per Standseilbahn auf den Victoria Peak einen ersten Überblick über die Stadt verschaffen. Die Haltestelle der berühmten doppelstöckigen Straßenbahnen von Hong Kong Island befindet sich unmittelbar vor unserem Hotel. Und natürlich gehört die aussichtsreiche Fahrt mit diesem luftigen Verkehrsmittel zum touristischen Pflichtprogramm. Schon bald tauchen die markanten Hochhaustürme des Geschäfts- und Finanzzentrums vor uns auf. Hier steigen wir natürlich aus, um einen ersten Rundumblick auf spektakuläre architektonische Meisterwerke wie die Lippo Towers zu genießen, die auf Bäume kletternden Koalabären nachempfunden sein sollen. Da wir gegen Mittag hierher nochmals zurückkehren werden, gehen wir rasch durch den Hongkong Park weiter, um möglichst frühzeitig die Talstation der Tramway zu erreichen. Da die Peak Tram zu den bevorzugten Touristenattraktionen der Stadt gehört, haben wir uns zur Vermeidung von Wartezeiten für ein möglichst frühzeitiges Eintreffen entschlossen. In einer tatsächlich fast noch leeren Bahn genießen wir die Auffahrt auf den Victoria Peak, müssen uns dabei allerdings mit den am Morgen noch zähen Dunst- und Nebelschwaden abfinden. Schließlich haben wir die Bergstation erreicht, die von einer futuristischen Aussichtsplattform, der Sky Terrace, gekrönt wird. Natürlich lassen wir uns die Möglichkeit einer Auffahrt dorthin zum Genuss eines ersten Panoramablicks nicht entgehen. Noch deutlich interessanter als dieser stationäre Eindruck erscheint uns jedoch der Peak Circle Walk, ein circa einstündiger Rundweg um den Gipfel des Victoria Peak. Auch hier genießen wir den Vorzug einer fast einsamen morgendlichen naturnahen Wanderung. Die noch etwas eingetrübte Sicht auf Hong Kong Island und das gegenüberliegende Kowloon nehmen wir dabei gerne in Kauf. Schließlich erreichen wir den inzwischen deutlich belebteren Ausgangspunkt des Rundwegs und nutzen für die Rückfahrt die alternative Busverbindung mit wiederum neuen Perspektiven. Während der Talfahrt genießt man schöne Panoramablicke auf die verschiedenen Stadtteile Hongkongs. Nach der Ankunft im Geschäftszentrum nehmen wir uns nun etwas mehr Zeit, vor allem um den erst 2024 auf dem teuersten Baugrund der Welt fertiggestellten Wolkenkratzer The Henderson zu bewundern.
Der nahegelegene Chater Garden bietet einen schönen Blick auf das gesamte Ensemble inklusive des zentralen Bank of China Tower. Eine Besonderheit ist auch das HSBC-Gebäude, zur Zeit seiner Fertigstellung 1986 der teuerste Wolkenkratzer der Welt. Revolutionär war damals die offene Bauweise im Inneren. Nahezu verloren in dieser Umgebung wirkt das neoklassizistische oberste Berufungsgericht. Danach setzt sich unsere Tour durch Hong Kong Island per Trambahn in westlicher Richtung fort. Nach dem Ausstieg am Western Market durchstreifen wir den traditionellen Stadtteil Sheung Wan und besuchen den Man Mo Tempel. Der Western Market ist ein Gebäude im edwardianischen Stil und steht mit seinem etwas steril wirkenden Innenleben in deutlichem Gegensatz zu dem lebhaften und traditionell geprägten Stadtteil Sheung Wan. Wenig später betreten wir den 1847 gegründeten Taoistentempel Man Mo. Verehrt werden hier sowohl der Gott der Literatur Man als auch der Gott des Krieges Mo. Zu Fuß setzen wir anschließend unseren Stadtrundgang fort und nutzen den Central Escalator, ein System aus 20 hintereinander gestaffelten Rolltreppen, um die höher gelegene Jamia-Moschee zu erreichen. Wenig später blicken wir staunend auf das mit insgesamt 800 Metern längste überdachte außenstehende Rolltreppensystem der Welt. Es verbindet die Stadtteile Central und Mid-Levels miteinander und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 135 Metern. Ein kurzer Ausstieg lohnt auf jeden Fall bei der Jamia-Moschee. Das charmante historische Bauwerk war 1840 die erste Moschee Hongkongs. Danach nutzen wir noch die Rolltreppe bis zu deren Ende und erreichen wenig später eine Bushaltestelle, von der aus wir auf einer weiteren Panoramafahrt durch das Stadtzentrum wenig später zu unserem Hotel zurückkehren. Von der Endstation des Rolltreppensystems aus genießen wir zunächst die Aussicht auf das Geschäftszentrum. Dann nutzen wir eine der zahlreichen praktischen Busverbindungen, um bequem und gleichzeitig aussichtsreich unsere Unterkunft zu erreichen. Nach einer gebührenden Ruhepause setzen wir unsere Erkundungstour nach Einbruch der Dunkelheit fort. Nur ein kurzer Fußweg trennt uns vom Pier der berühmten Star Ferry, deren Nutzung eine unvergleichliche Aussicht auf die Skyline von Hong Kong Island und das gegenüberliegende Kowloon verspricht. Schon bei der Ankunft am Pier eröffnet sich der erste Blick auf das fantastische nächtliche Panorama.
haben wir Kowloon erreicht, wo sich alles rund um den historischen Clock Tower versammelt, um den Blick von Tsim Sha Tsui auf die Skyline von Hong Kong Island zu genießen. Die sogenannte Symphony of Lights sorgt für Gänsehaut-Feeling pur. Danach ist noch ein kurzer nächtlicher Spaziergang im stimmungsvoll beleuchteten Zentrum von Kowloon angesagt. Nach unserer Rückkehr zum Pier von Hong Kong Island blicken wir nochmals zurück auf die beeindruckende Szenerie von Kowloon, bevor wir uns auf den Rückweg zu unserem Hotel machen.